Im Video heute zeige ich euch mal wieder ein Pflanzendoodle. Vor einer Weile habe ich das ja immer so gemacht, dass ich vor meinen monatlichen Bullet Journal Setups immer passend zum Thema ein paar Doodles gezeichnet habe. Nächsten Sonntag zeige ich euch dann mein My Bullet Journal Setup und das, was ich euch heute zeige, ist sogar Teil von meiner Coverseite für nächste Woche. Super viel gibt es bei dem Fineliner Pflanzendoodle ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich habe versucht, die Blätter ein bisschen dynamisch aussehen zu lassen, indem man an manchen Stellen zum Beispiel die Unterseite sieht. Auch die Ränder der Blätter habe ich ziemlich ungleichmäßig gezeichnet, damit es natürlich aussieht. Wenn ihr auch sowas zeichnen wollt, legt euch am besten ein Foto als Referenz nebendran. Dann habt ihr es einfacher, die Blätter von dem Pflanzendoodle realistisch aussehen zu lassen. Ich habe die Blätter von dem Fineliner Pflanzendoodle dann am Ende auch noch ein bisschen schraffiert, um Textur reinzubringen. Dabei habe ich die Teile der Blätter, die im Hintergrund, also im Schatten liegen, dunkler schraffiert als die Teile im Vordergrund. Dafür habe ich die Linien der Schraffur einfach näher nebeneinander gesetzt als die Linien der Schraffur bei den hellen Teilen. Ich hoffe, mein Fineliner Pflanzendoodle hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und Anmerkungen, Wünsche und Kritik könnt ihr mir gerne in den Kommentaren dalassen. Ansonsten sehe ich euch nächste Woche bei meinem My Bullet Journal Setup.